Willkommen zur Presseveranstaltung zur Vorstellung des Green Innovation Park, mit dem wir heute den Startschuss in die externe, in die öffentliche, breite Kommunikation machen. Mit Journalistinnen und Journalisten, aber auch Wegbegleiterinnen und Begleitern sowie Partnern. Insgesamt mehr als 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die sich jetzt heute für dieses tolle und zukunftsweisende Projekt interessieren. Wir haben 5 Vorträge, die wir heute hören. Viel Spaß. Ein herzliches Grüß Gott hier in Rosenfeld. Ich freue mich wahnsinnig, dass wir so eine tolle Resonanz auf unsere heutige Veranstaltung haben, dass Sie alle den Weg nach Rosenfeld gefunden haben und Teil heute dieses innovativen, zukunftsfähigen Projektes sein möchten. Und heute ist deshalb auch für uns ein ganz besonderer Tag. Heute gehen wir mit diesem Projekt an die Öffentlichkeit. Heute dürfen wir verkünden, was wir über die letzten Jahre alles erarbeitet haben. Auf dem Gelände, das unser Vater vor über 40 Jahren gekauft hatte, die ehemalige Ziegelei der Firma Kipp. Wir bei Sulzle, wir in unserer Familie spüren einen totalen Umbruch. Wir leben in einer wahnsinnigen, spannenden Zeit. Alles wird sich aus unserer Sicht die nächsten 10, 20 Jahre verändern oder vielleicht verändern müssen. So sieht es heute aus, vielleicht sogar noch ein Stück attraktiver, weil die ersten Bäume schon stehen. Also das Gelände, ursprünglich 12 Hektar, jetzt nach der Überarbeitung sind es jetzt noch 10 Hektar und davon 8 Hektar bebaubare Fläche. Wir möchten dieses Gelände ganzheitlich entwickeln, aber wir möchten das tun mit der Verbindung oder in Verbindung mit der Transformation unseres Familienunternehmens. Und zwar diese Transformation in eine nachhaltige und digitalisierte Zukunft. Wir möchten diesem Gelände, diesem Gebäude einen Sinn geben. Wir möchten es schaffen, dass ein Projekt von Menschen für Menschen geschaffen wird, dass es ein Miteinander gibt von Arbeiten und Leben rund um das Thema Innovation, Technologie und mit dem klaren Ansatz, eine nachhaltige Zukunft zu schaffen und zu sichern. Der Green Innovation Park soll ein Beispiel werden für das Gewerbegebiet der Zukunft. Und Sie sehen hier diese Klammer zwischen Innovation und Nachhaltigkeit. Was macht uns einzigartig? Und deshalb haben wir in diesem ersten Campusgelände, Campus 1 und Campus 2, auch zentrale Gebäude geplant mit vielen Funktionen, damit wir diese Vernetzung, diese Zusammenarbeit von Arbeiten und Leben, dieses Erfahren hier zeigen können, erlebbar machen können. Und Sie sehen, der Park soll sich von vorne nach hinten entwickeln. Wir haben jetzt die ersten 2 Grundstücke überplant, plus das Grundstück, wo ich gleich noch dazu komme. Und nach hinten gibt es dann ganz viel Raum für Entwicklung, für technologische Entwicklung, aber auch für Produktion und Industrie. Es gäbe noch mehr zu berichten, aber ich möchte jetzt auch viel Raum lassen unseren Partnern und bedanke mich ganz herzlich, dass heute wir so eine hochkarätige Runde haben mit Geschäftsführern und Vorständen von tollen Unternehmen und gebe nun den Stab weiter an den Steffen Seidel, Vorstandsvorsitzender von Dres & Sommer. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Sulzle. Green Innovation Park, da steckt das Thema Innovation drin und ich glaube, das können wir auch als Partner klar zurückgeben.
Das ist nicht irgendwo machbar, indem jeder Partner sein Thema irgendwo im stillen Kämmerlein macht. Da brauchst du einen visionären Bauherr, der diese Themen mitgeht, in neue Felder reingeht. Da brauchst du aber auch die richtigen Partner, die zusammenarbeiten. Was produzieren wir denn? Aus welchen Materialien? Welchen Energieaufwand brauchen wir dafür? Und wie werden die auch später mal entsorgt? Am Schluss geht es aber auch vor allem darum, das darf man nicht vergessen, das Produkt, was hinterher ist, egal wie nachhaltig das gebaut ist, das wird nur angenommen, wenn sich auch die Nutzer da drin wohlfühlen, wenn es die Nutzer finden und sagen, das ist ein klasse Gebäude. Und wie das konkret aussieht, übergebe ich jetzt an dieser Stelle gerne den Staffelstab weiter an die Architektur. Wenn man diese ganzen Punkte zusammenfasst, geht es eigentlich um Verantwortung. Ne? Verantwortung für jetzt, vor allem für die Folgegeneration. Das sind die ersten zirkulären Projekte, die in Deutschland realisiert worden sind. Zirkulär heißt wirklich von der Wiege zur Wiege, also Cradle to Cradle, bedeutet, dass man guckt, wo kommt das Material her? Ist es in Ordnung, wo es abgebaut wird? Wie kurz ist die Lieferentfernung zum Einsatzort? Die Dinge werden so konfiguriert, dass man sie mit Schraubverbindungen wieder lösen kann. Ich zeige Ihnen auch die erste Skizze. Sie sehen, wenn Sie das Bild von Herrn Sülzle sehen, wie nah eigentlich man von der ersten Idee hin in die Umsetzung auch geblieben ist. Das ist auch uns ein Anliegen gewesen. Ein Gewerbegebiet ist heute oft monostrukturiert. Hier genau das Gegenteil. Herr Sülzle hat das erklärt, bis hin zu Kitas, ganz unterschiedlichen Angeboten von Büros, die wachsen und schrumpfen können. Ja, Sie sehen das ist so eine ganz einfache Schnittansicht, wo man eben, das ist so quasi alle Nutzungen, die man auch in einer Stadt braucht, die sind in diesen ersten Gebäude schon verortet. Und alles verbindend ist das sogenannte grüne Band. Ja, das ist also ein aktiv bepflanztes Band, was um die gesamten Fassaden herum geht. Das sind die ersten Ideen und Visionen und ich gebe dann weiter an meinen nächsten Redner. Vielen Dank. Ich bin von E.ON, der Tochtergesellschaft, die sich da um Wärme- und Kältelösung kümmert, und wir haben uns schon seit vielen Jahren nachhaltigen Quartierslösungen verschrieben. Das ist super, dass wir dort schon sehr, sehr früh eingebunden sind. Von der Planung, vom Bauherrn hin, mit dem Innovationsgrad, von der Planung, von der Architektur. Weil wenn wir eine nachhaltige Energielösung realisieren wollen, ist es ganz, ganz wichtig, dass wir unterschiedliche Komponenten und Faktoren mit berücksichtigen. Wir müssen nämlich Sektoren koppeln. Wärme, Kälte, Mobilität. Wir müssen schauen, wo können wir Energie mehr als einmal nutzen. Und das bedingt natürlich eine Mehrfachnutzung. Das bedingt auch, dass wir sehen, können wir auf Temperaturen irgendwo runtergehen? Wie können wir die Steuerung integrieren? Und das ist hier in dem Projekt sehr, sehr stark gelungen, dass wir frühzeitig mit den Partnern gemeinsam entwickeln können, wie das Konzept sich aussieht. Wie das Energiekonzept jetzt genau aussieht, technisch, und wie es sich entwickelt hat, da würde ich jetzt an meinen Kollegen Franco Gulla übergeben. Vielen Dank. Mit 100 Mitarbeitern und 20 Beteiligungen haben wir uns exakt auf die regenerative, dezentrale Energieerzeugung für Kommunen, für Städte und auch für solche Quartiere, wie wir es jetzt hier vorstellen, spezialisiert. Was es immer braucht, um sowas umzusetzen, das will ich noch mal ganz voranstellen, ist eine Vision. Und die Gebrüder Sülzle haben diese Vision ganz klar aufgezeigt und mit unseren und mit den Partnern geteilt. Wir wollen hier eine CO2-freie Energieversorgung umsetzen. Wir wollen auch an diesem Standort tatsächlich eine Wasserstoffkomponente umsetzen, sprich vor Ort Wasserstoff produzieren mit dem Strom, den wir selber quasi erzeugen. Dass das für die Region hier, sicherlich für Baden-Württemberg, aber auch im E.ON-Konzern wirklich ein Highlight- und Lighthouse-Projekt sein wird. Wir als Phoenix Contact glauben an eine Welt, wo es vielmehr darum geht, nachhaltig Projekte und Lösungen und Produkte zu produzieren und zu realisieren. Was macht es aus? Was macht ein smartes, intelligentes Gebäude für uns aus? Es muss wirtschaftlich sein, es muss den Nutzer über all seine Lebenszyklen und Phasen in den Mittelpunkt stellen. Und es muss weit über die Errichtung hinaus auch updatefähig sein. Insofern glauben wir, dass der wahre Nutzen im Punkt Nachhaltigkeit und Umweltschutz auch dadurch entsteht, indem wir alle Gewerke möglichst intelligent miteinander verbinden und vernetzen. Das ist eine großartige Vision, die jetzt wahr wird. Und das ist hochattraktiv, es ist das grünste, das innovativste und attraktivste Gewerbegebiet Europas, will ich mal hier sagen. Und das macht es absolut herausfordernd und aber auch motivierend, da mitwirken zu dürfen. Ich glaube, es ist Ihnen alle
jetzt klar geworden, welche Dimension dieses Projekt hat. Und das ist ja auch für uns so die große Herausforderung, aber das ist auch unser Antrieb. Ich glaube, weil solche Projekte brauchen wir jetzt einfach in dieser Zeit, die sich jetzt verändern wird. Und wir möchten da wirklich gemeinsam mit unseren Partnern einfach diesen Leuchtturm schaffen, dieses Gewerbegebiet der Zukunft, der Green Innovation Park als Inkubator, als Vorzeigeprojekt, als Showcase. Und wir gestalten gemeinsam die Zukunft. Und zwar nachhaltig für unsere Kinder und für die Kinder unserer Kinder.